Im heutigen Video bin ich für euch in Griechenland unterwegs. Ich teste dort die griechischen Intercity-Züge. Wir fahren in der A-Class, welche die erste Klasse darstellt. Wir schauen uns einmal einen 6er-Abteil an und ein 4er-Abteil. Eigentlich hatte ich geplant, noch den Pendolino ETR 470 zu fahren, aber leider wurde dessen Service auf unbestimmte Zeit eingestellt. Dennoch viel Spaß! Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Sehr, sehr schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin gerade in Griechenland, südlich vom Flughafen Athen im Ort Porto Rafti und hinter mir ist die Ägäis. Ich möchte heute mit euch die zwei griechischen Intercity-Züge ausprobieren. Der eine wird ein ganz klassischer, wie wir ihn kennen, Intercity 1-Zug sein und der zweite ist ein italienischer ETR 470, auch Pendolino genannt. Und ja, die wollen wir mal ausprobieren. Ich muss gleich los zum Ort Koropi und von dort aus nehmen wir einen Regionalzug, der vom Flughafen zum Hauptbahnhof Athen fährt. Und dann gehen unsere beiden Zugfahrten los. Wir fahren zu dem Ort Tivar und Tivar ist bekannt dafür, dass man dort Lamm isst. Das mache ich dann auch. Ich habe da nämlich ein bisschen Aufenthalt. Und so sieht es hier aus, wo ich die letzten Tage wohne. Schön, nicht wahr? Jetzt muss ich aber wirklich los. Ich bin nun gut am Bahnhof Koropi angekommen. Dieser Bahnhof ist der letzte Bahnhof vor dem Flughafen. Und wir sehen hier rechts gleich eine Metro. So sieht die Metro aus, die zum Flughafen fährt. Was sehr praktisch ist, ein Tagesticket kostet nur 4,10 €. Wunderbar. Und man konnte das Ticket ganz einfach per NFC mit Google Pay oder mit Kreditkarte zahlen. Top! Da steht's, Koropi. Und wir sind schon auf dem richtigen Gleis. Gleis 2 nach Athen. Wow, der fährt aber schnell hier ein. Zur besseren Übersicht zeige ich euch noch, wo ich mich denn gerade befinde. Ich befinde mich am ersten Bahnhof nach dem Flughafen von Athen, Koropi. Und jetzt geht's los mit dem Regionalzug zum Hauptbahnhof von Athen. Da ist ja schon der Hauptbahnhof. Und hinein. Aha. So sieht's hier aus. Jetzt wissen wir es genau. Es ist einfach ein Regionalzug, kein Regionalexpress, einfach nur ein Regionalzug. Und wie ihr gesehen habt, wird er von Hellenic Trains betrieben. Und so sehen die Sitze nochmal im Detail aus. Sehr dreckig, aber seltsamerweise sehr bequem. Unsere Fahrt zum Hauptbahnhof nach Athen dauert ungefähr 40 Minuten. Einfahrt in Athen Hauptbahnhof. Hier wird aber fleißig gebaut. Ist ja alles leer. Wie praktisch. Und hinaus. So sieht er aus. Piräus. Okay, hier sehen wir es nochmal. Athina. Mach's gut. Das war schon mal ein erster guter Zug. Jetzt gehe ich mal in den Bahnhof und gucke mal, von welchem Gleis denn unser Zug fährt. Weil in der Hellenic Train App findet man 0 Informationen. Und unser Zug soll übrigens auch ausgebucht sein. Seien wir gespannt. Jetzt sind wir unten. Aber wo geht's lang? Exit? Exit. Okay. Also hier ist ein Ausgang, aber ich konnte bisher keine Eingangshalle finden. Verrückt. Ich möchte mal behaupten, dass ich hier nicht richtig bin. Und wieder rein. Hier gibt es sogar kostenlose Toiletten. Das kennen wir nicht aus Deutschland. Jetzt bin ich wieder unten in der Mitte
Gehen wir doch mal zur anderen Richtung raus. Ausgang Diligiani Straße. Da geht's rechts raus. Also ich habe unseren Zug gefunden, den IC 52 um 10:58 Uhr. Aber es steht nichts, auf welchem Gleis er fährt. Ich bin jetzt rechts rausgegangen und jetzt scheinen wir aber auch in die Bahnhofshalle zu kommen. Ah, hier sieht es besser aus. Information. Hier kann man Tickets kaufen. Hier gibt es eine Wartehalle. Boah, hier ist aber richtig kalt. Gehen wir mal kurz nach draußen. Oh, ist das warm. Ja, so sieht es hier aus, wenn wir aus dem Bahnhof auf der anderen Seite rausgehen. Ich habe noch mehr als eine halbe Stunde Zeit und jetzt können wir uns den Bahnhof noch mal genau von außen anschauen. So klein ist er und das ist halt die Hauptstadt von Griechenland. Ich hätte echt erwartet, dass hier mehr los ist und mehr Züge fahren. Hier ist noch eine riesige Anzeigetafel, aber ich kann das leider nicht lesen. Und die Anzeigen verspringen so schnell. 10:58 Uhr, da ist er tatsächlich. Beim Ausgang zu den Gleisen sehen wir die Anzeigetafel. Da ganz unten Zug Nummer 52, Gleis 8, 10:58 Uhr. Wir möchten auf Gleis 8. Ich nehme mal die Metalltreppe. Gleis 8 gefunden. Hier kommt noch ein Überblick über unseren ersten Intercity. Wir starten am Hauptbahnhof von Athen und nehmen den Intercity 52 in Richtung Thessaloniki. Wir fahren aber nur bis Tiva. Tiva ist ein bisschen nordwestlich. Da ist schon Tiva. Unser Zug fährt ein. Waggon Nummer 1 ist unserer. Erste Klasse. Na, ist das schon offen? Ja! Und hinein! So sieht's hier aus. Ich sehe nicht, wo die Plätze sind. Ich filme einfach mal schnell hier rein. So sieht ein 6er-Abteil in leer aus. 33 ist das. Hier ist noch eine Ablage. Jetzt suchen wir Platz 35. Wow, das ist aber bequem. Richtig gut. Ich habe auch schon gleich einen kleinen Tisch gefunden. Einen kleinen Mülleimer gibt es auch. Ein Vorhang. Steckdose gibt es auch. Man kann den Sitz sogar noch verstellen. Oh. Ha. Je. Das ist mal bequem. So sieht es hier aus. Mit Kofferablage. Da kann man noch was einstellen. Die Klimaanlage ist auf ganz kalt. Es ist wirklich kalt hier. Die Armlehne ist gut. Geht hoch. Ihr seht, ich habe gigantisch viel Platz. Ich gehe nicht zum Nachbarn rüber. Los geht's. Ausfahrt aus Athen Hauptbahnhof in Richtung Thessaloniki. Wir fahren aber nur eine Stunde bis nach Tiva. Κυρίες και κύριοι επιβάτες, καλημέρα. Η Hellenic Train και το προσωπικό της σας υποδέχεται στα αμαξοστοιχεία Intercity 52 με τελικό προορισμό την πόλη της Θεσσαλονίκης και με ενδιάμεσες σταθμεύσεις του σταθμού Σινόη, Θηβά, Λιβαδιά, Τη Θωρέα, Λιανοκλάδη, Παλαιοφάσαρο, Λάρισα, Κατερίνη και Πλατή. Σε λίγο ξεκινάει ο έλεγχος των εισιτηρίων. Για το σκοπό αυτό παρακαλούμε να παραμείνετε στη θέση σας. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού παρακαλείστε να προσέχετε τα προσωπικά σας αντικείμενα.
Σας ενημερώνουμε ότι το κάπνισμα απαγορεύεται καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Ευχαριστούμε. Jetzt habt ihr mal eine griechische Ansage gehört. Wir haben es ja jetzt in den Zug geschafft, also müssen wir auch anstoßen. Es ist das gute Alpha. Prosit auf eine schöne Zugfahrt. Der Zug ist leider komplett voll. Unser Abteil ist belegt auf allen 6 Plätzen. Hier kommt nochmal der Sitz. Da unten ist ein Griff und man kann ihn wunderbar ausziehen. Ist schon super bequem, das Teil. Wunderbar. Wir gucken uns jetzt mal das Bordbistro an, weil gerade eben waren 2 Sitzplätze frei geworden und die beiden kommen jetzt wieder. Deswegen habe ich euch ganz schnell den Sitz gefilmt. Ah! Hier gibt es ja richtig viel Auswahl. Smoked Steak und Manuri in Sesame Bread. Ganz viele tolle Sachen. Nicht schlecht. Sieht richtig gemütlich aus. Wie ein Candlelight-Dinner. Schön. Ah, reserviert. So sieht nochmal der Gang aus. Wir haben echt Teppich. Cool. Wir fahren gerade auf der Piräus-Plati-Linie und die geht halt vom Süden Griechenlands bis in den Norden von Piräus über Athen nach Thessaloniki. Höchstgeschwindigkeit sind 200 km/h. Wir fahren aber auf unserer Strecke bis Tiver maximal nur 120. Dort könnt ihr es sehen, 120 km/h. Ein Stückchen weiter, da ist dann 160. Und da oben wird es dann richtig spannend, da fährt er dann 200. Ach, wie schade, ich kann die Geschwindigkeit nicht messen. In diesem Zug gibt es leider keine modernen technischen Features. Das einzige technische Feature, das wir haben, ist eine Steckdose, die ist hinter mir. Es gibt auch kein WLAN und natürlich dann auch kein Zugportal. Aber die Klimaanlage macht einen richtig guten Job. Es ist wirklich frisch hier drin. Ich würde euch ja gerne zeigen, an welchen Bahnhöfen wir überall halten. Schaut, was passiert. Nichts. Die Fahrgäste, die mit uns im Abteil sitzen, sind komplett ruhig. Ich bin der Einzige, der redet. Naja, ist ja okay, oder? Eine spannende Info habe ich für euch noch. Hellenic Trains gehört nicht den Griechen. Hellenic Trains gehört den Italienern. Also Trenitalia. Richtig gut. Deswegen kam mir der erste Zug auch irgendwie bekannt vor, weil ich habe solche Regionalzüge schon mal in Italien gesehen. Also top, die Italiener verbreitern ihr Netz, weil für mich sind die italienischen Züge einfach die besten. Und so fahren wir mit gefühlten 120 km/h durch Griechenland. Was ich besonders gut an diesem Zug finde, ist, dass sofort, direkt nach der Abfahrt, die Ticketkontrolle erfolgte. Wunderbar. Es ist eine sehr angenehme Zugwanderung. Wir fahren nicht nur langsam, wir haben auch noch langsames Internet. Oder sagen wir, bisher die meiste Zeit gar keins, weil WLAN haben wir ja nicht. Und das Mobilfunknetz ist hier jetzt flächendeckend nicht so gut ausgebaut. Eben gerade habe ich gar kein Netz. Also hier könnt ihr mal Mobile Detox machen. Die Klimaanlage ist gerade ausgefallen, aber immerhin ist die Aussicht super. Jetzt könnt ihr den Zugsound ohne störende Klimaanlagengeräusche hören. Ist schon echt schön hier. Jetzt sehen wir noch mal den Sitz. Er ist wunderbar weich und hier ist
Mittellehne, die kann man wegmachen. Das ist toll. Wirklich bequem. Wir erreichen unseren ersten Halt. Oinoi. Bestimmt spricht man das nicht so aus. Aber wie schön das hier ist. Jetzt im Bahnhof habe ich wieder Internet und wir haben 5 Minuten Verspätung. Ausfahrt aus Oinoi. Genießen wir die Beschleunigung. Keine Ahnung, das sind ja nur deutsche Buchstaben. Ich hätte jetzt nicht, wenn es die griechischen wären, hätte ich versucht, anders auszusprechen. Hier sehen wir nochmal unsere Lok. Eine 120. Ach, nach links haben wir noch gar nicht rausgeschaut. So sieht es gerade links aus. Und ihr hört die alten Intercity-Wägen, wie wahnsinnig laut sie sind. Aber in den kleinen Sechserabteilen war es wunderbar ruhig. Hier ist noch ein kleines Mehrzweckabteil. Jedes Abteil hat auch einen Spiegel. Einfahrt in Tiva. Ach, da drüben ist auch schon gleich das Restaurant. Weil in Tiva muss man Lamm essen. Da ist der Knopf. Und hinaus. Ui. Da ist nochmal unsere Lok. So sieht es hier aus. Ah, die Lackierung ist einfach wunderschön. Ganz, ganz toll gemacht. Und hier seht ihr es. Hellenic Train gehört den Italienern. So lang ist unser Zug. Also die Gleise verführen ja dazu, einfach über sie zu gehen. Das mache ich aber nicht. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es auch in Griechenland strafbar ist, auch wenn hier gerade keine Polizei ist. Hier seht ihr es nochmal. Tiva. Da geht's runter. Ich stehe nun vor dem Bahnhof von Tiva. Das Gebäude ist verschlossen, aber irgendwie geht's ja rein. So schön ist es hier übrigens. Alles grün und gepflegt. Wunderschön. Da ist der Eingang. Wir müssen herausfinden, auf welchem Gleis unser Zug fährt. Oh, sehr schön da unten. Die Anzeigetafel funktioniert leider nicht. Wir gehen jetzt mal den Tunnel runter, das müsst ihr euch ansehen. Das kennt man sonst nur aus Filmen. Hier. Das ist der Filmtunnel. Unglaublich, oder? Dass es sowas noch gibt. Wenn man den Tunnel nimmt, kommt man nach Thessaloniki, also Richtung Norden. So. Einmal unten drunter gelaufen. Unser Zug erhält Einfahrt. Aber seltsamerweise ist es kein ETR 470. Was soll das denn? Oh. Das ist ja der gleiche Zug nochmal. Und wir müssen nach ganz hinten zur A-Class. Oh, wir haben Zweiersitze. Cool. Ach, schade. Eigentlich sollte doch der Pendolino fahren. Ich habe ihn extra rausgesucht und jetzt fahren halt andere Waggons. Naja, wir haben jetzt einen zweiten Intercity-Waggon-Typ mit anderen A-Class-Sitzen. Die schauen wir uns mal an. Wir haben jetzt 2 und 2 Sitze. Die sehen noch bequemer aus als die vorherigen. Steckdosen haben wir auch. Und noch ein Spiegel. Hallo. Und in der Mitte eine schöne Ablage. Also der ist wirklich
top bequem. Jetzt benutzen wir mal den Hebel. Oh, das geht unglaublich weit nach vorne. Ah. Yeah, so lässt es sich aushalten. Top, sehr bequem. Auch wenn wir leider nicht den Zug erhalten haben, den ich geplant habe, müssen wir trotzdem anstoßen. Das ist der gute Atlas Energy Drink. Prosit. Unser Zug hat ja schon 15 Minuten Verspätung und am Bahnhof hat man nicht eine Information bekommen. Nicht mal die Information, wann der Zug überhaupt fährt. Da waren keine Fahrpläne. Es gab auch keine Ansage. Die Displays waren ausgefallen. Ja, ist schon spannend, so ein bisschen Lotterie. Aber wir sitzen jetzt im Zug. Und da es keine Web-Oberfläche gibt, weiß man auch nicht, wo sich der Zug aufhält und ob er pünktlich oder zu spät ist. Also dieser Intercity 53 hat eine komplett andere Konfiguration. Wir haben hier 2+2 Sitze in der A-Klasse anstatt 3+3. Und wir haben 2 A-Klasse-Waggons. Und ich bin gerade am Ende. Da ist das Ende. Und dieser Zug schaukelt unglaublich, obwohl die Gleise so schön gerade aussehen. Merkt ihr das? Ich wackel die ganze Zeit. Schade, dass ich euch nicht den Pendolino zeigen kann. Ich habe extra die Routen rausgesucht, auf denen er fährt. Er fährt nämlich nur zweimal am Tag. Aber so sieht der Gang aus in der A-Klasse. Ist wirklich wunderbar ruhig und sehr angenehm zu fahren. Aber ey, wie das wackelt, das gibt's ja gar nicht. Ich setze mich lieber hin. Ist ja voll gefährlich. Gerade ist die Lüftung aus. Da können wir nochmal den Original-Zugsound genießen. Und die schöne Landschaft genießen. Oh, Lüftung wieder an. Schade. Weil der Zug knallt nämlich ordentlich. Er wackelt und hüpft. Wir erreichen nun Athen Hauptbahnhof mit einer ordentlichen Verspätung von 30 Minuten. Boom. Na, wann kommt denn der Bahnsteig? Genießen wir die letzten paar Meter unserer heutigen Zugreise. Beziehungsweise unseres heutigen Zugabenteuers. Da kommt der Bahnsteig. Also die Bahnhöfe sind tatsächlich sehr gepflegt, zumindest die Bahnsteige. Wir müssen raus. Und hinaus. Da ist nochmal unser A-Class-Waggon. Also jetzt habe ich die Auflösung bekommen. Ich habe mein Ticket vor ungefähr 2 Monaten gebucht für diese Züge heute. Und sie haben ein paar Tage danach den ETR 470 eingestellt. Und niemand weiß, wann er wieder eingesetzt wird. Schade, dass ich euch den ETR 470, also den Pendolino, nicht zeigen konnte. Falls ihr gerne ein Pendolino-Video haben möchtet, sagt mir Bescheid, dann fliege ich gerne in ein anderes Land. Unser Video ist nun am Ende für heute. Ich hoffe, euch hat der Intercity zweimal gefallen. Also wir haben ja beide Sitzplatzkonfigurationen gesehen. Einmal die 6er-Abteile und dann die 4er-Abteile. Ich fand das 4er-Abteil wunderbar, das 6er-Abteil war auch gut, aber da waren im Verhältnis zu viele Menschen. Ja, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.